already with the first question. So could you introduce a little bit the brand Mara Hoffman and the vision, just for the ones who don't know anything about Mara? Sure. So Mara Hoffman is going on its 20th year. Mara founded the brand in 2000. And over the years, like, it's just been really, I know, 20 years is a long time. It's the only job she's ever had, and she really started hand dyeing pieces in her home apartment. So over the years, she's been building that gradually, and I would say in around 2012, it's when the brand really took off, focused on its very like printed and tribal inspired swimwear. Um, so swimwear basically took over the whole world of Mara, even though she started off as a ready to wear designer. And then 5 years later, she decided that she really didn't want to do this anymore if she wasn't going to be a sustainable brand. So she shifted her entire design production process, starting with swimwear, and ensure that all our fabrications going forward were going to be sustainably sourced. Our factories as well, we're going to abide by those ethos. And with the sustainability shift came a shift in the aesthetic of the brand. So much more reflective of who Mara is herself. Always having sexy, fun pieces included in the collection, but also timeless pieces that you can wear forever. Um, the dress you're wearing is one of those like showstopper pieces that Mara will always be passionate about. Meanwhile, I'm wearing the same set from the collection, which is a little bit more like you can wear every day and have, carry forward. So I think that that's a nice balance to the brand and why people resonate with it across the world. Yeah. And yeah, it's a beautiful brand. And yeah, talking about sustainability is like, everybody talking these days about sustainability, but we are happy to work with you because we really learned a lot about sustainability when we started working with you. And it's not like this greenwashing, as you call it these days. It's like really the DNA, right, of the brand. Correct. It's in everything we do, from like our offices to, just who we are. Uh, as you said, a lot of people are speaking to sustainability nowadays and using it more for marketing than actually standing behind it. We can fully say that every partner that has asked us for like certifications or make us go through audit, we've always passed them with like flying colors. For example, last fall, Matches did a whole sustainability audit, and we were only one of 4 designers to meet all 4 categories. So that tells you how many, designers they have that mention sustainability, and only 4 were truly sustainable brands. Yeah. And Meg, New York is like really hidden hard by the coronavirus. How do you get affected? Could you tell a little bit about also Sure. how So you we've work? definitely been affected by not only our customers being impacted, as their stores closing down every day. As like you might have heard, Total KLO closed down, which is a big New York store, and one of our partners. But it's also impacted us in the way we work and how we're approaching things. So for us, it's definitely focusing even more on zero waste and ensuring that we're maximizing our inventory, that we're not really like just creating more surplus out there. We're all working remote and coming together. So that means that everything we do, we just have to make sure our time is really well used, and really focusing more on, what works for us, what we are, like what our DNA is, rather than try to create something new. Something that we've definitely looked into is price points and ensuring that we're giving our customers the best price point possible. So constantly analyzing our margins, constantly analyzing our inventory position, and seeing what we can do.
being with everything that happened, we obviously got put in a really tough situation with inventory. So it's how can we, not waste that or mark it down or do things like that. So what we're looking into is also doing like special projects, like hand dyeing some of the inventory and reintroducing it later in another color, or working with local artisans to see if like we can embroider things or things like that. Okay, getting creative in another way, right? Correct. You have to. And circling back, what was the inspiration about this? Yeah, resort collection of inspiration is like hard to say. It's a little bit like a project, right? Collection. So yeah, I mean, Mara was definitely influenced by that city girl who's traveling for, resort. Like what she's, going from New York to like Madrid or Barcelona into Greece, like her travel throughout and what she would be wearing, what she would be wearing for a night out, or going down to a dinner after being at the beach, things like that. Okay, and what and how do you usually develop collections? It's like the question we usually ask our designers. I know. Could So you let us know it's if funny because Hofmann is working on creating yeah, developing a collection? Because I think that's so something, yeah, interesting for. we are a very small team, so I obviously oversee the merchandising side of it as well. So what my team does is like we come up with based on our performance from previous seasons with a SKU assortment for Mara and the design team. And then Mara has already been working on her mood board. So based on that, her and design start working on, okay, like these are what the pants will look like this season. These are the deliveries, and each delivery has its own theme to it and its own, kind of uh, like standout pieces in it as well. This is obviously going to be going to our next season a little bit more challenging because obviously you get so inspired from travel, and not being able to travel and be out there is definitely causing uh, Mara to be more reflective. So she's definitely focusing on like more of what you live your life in, being at home. Like, what does that look like? So that in combination with those still dresses like the one you have is what's going to be the challenge for the next season. Okay, and what has been your biggest learning, Mac, or for the company, or also your personal one, if you want to share it, or during the last month, of course. I was like, oh my god. I think for our company is honestly staying in our own course, like, and looking at our inventory and really realizing why does this have to go on markdown, why does this have to like go through this silly cycle that we've created ourselves. There's so many things that like you could continue selling and selling and selling, and just why are we part of this cycle? I think that's been the biggest realization for us. Even for some of our older product, we have some solid swimwear. We're bringing it back on the site. Why is it sitting there to be, not sold? Who cares that it was like last year's brown color? Things like that. Yeah. And for me personally, it's been a lot of that too. Just really reassessing who we want to be as a brand instead of trying to keep up with everything with everyone else. It's just finding our own course and really realizing like what we need to do for another 20 years of the brand. Yeah. Yeah. And then, like a very, very easy question, I hope. What is your favorite piece out of this collection you've done here and show you? It's funny because obviously I have favorite pieces that I will wear. For me, it's the Aranza dress. Yeah. To me, that's my favorite. But my favorite for like that I would love other people to wear and put out there in the world is that orange mini dress behind you, the Anita. I think that dress is so cool. Yeah. I'm just way too short for it. Yeah, no, the color is
Thank you, Meg. We just asked our community if there are any questions, but usually they are too shy to ask any questions. Gibt es irgendwelche Fragen? Er hätte die Möglichkeit, direkt die Meg zu fragen. Keine Ahnung, wie es in New York gerade so aussieht oder was die Kollektion anbelangt. Ansonsten glaube ich bestimmt noch. Meg, do you want to join our presentation as well? And sure, I would love to. And I'm here to answer any questions you have throughout the presentation too. Wonderful, thank you. Anna, magst du kurz kommen? Hi, Meg. Anna präsentiert uns jetzt die Resort-Kollektion von Hofmann, die wirklich die Farben und auch die Stoffe. Es gibt so viel zu erzählen. Wir hoffen, ihr könnt euch schön drauf einlassen und habt viel Freude dabei, wenn unsere Modelle wird. Die Mara Hofmann Resort 21 Vicky zeigt euch den ersten Complete-Look aus der Kollektion. Und zwar ist sowohl das Top als auch die Hose aus 100% Hanf gefertigt. Und was dazu eine schöne Info ist, dass Hanf benötigt kaum Wasser beim Anbau und es wird halt auch nicht irgendwie mit Pestiziden oder Ähnlichem verseucht und ist dadurch einfach ein total schönes alternatives Material, was in den Kollektionen auch von Mara Hofmann häufig verwendet wird. Und genau, ihr habt bei dem Top das schöne Faltendetail hier vorne an der Brust, ist schulterfrei und dann dazu trägt die passende Hose in der gleichen Farbe. Und ja, ihr habt vorne den Faltenwurf, der aber auch relativ kurz verläuft, somit ist dann das Hosenbein fällt eher gerade runter und ja, ihr habt den verdeckten Halsverschluss, ihr habt die Gürtelschnauben, wenn man mag, und auch nochmal so einen verdeckten Einhakverschluss für die Hose. Genau, ich mag noch mal einen Schritt zurückgehen, dann können wir euch nochmal die Länge zeigen. Genau, also die Hose ist ziemlich lang geschnitten, geht wirklich über den Knöchel, kann man natürlich, wenn man mag, auch hochkrempeln oder so ein bisschen Crop tragen, je nachdem, meistens noch umdrehen. Genau, und so sieht das Ganze von hinten aus. Bei dem Top habt ihr noch so ein Spandex-Detail für den perfekten Fit. Danke, Lisa. So, Mina zeigt euch den ersten Look aus der Swim-Kollektion diese Saison. Und zwar ist das ein total schönes Segelkleid aus 100% Organic Cotton gefertigt. Ihr habt, fangen wir oben an, ihr habt hier so kleine elastische Details an den Schultern und könnt auch Off-Shoulder tragen, je nachdem, wie man gerne mag. Und dann habt ihr, ihr habt das Wickeldetail, das man auch je nachdem binden kann. Man kann es auch hinten binden, wenn man möchte. Und dann den gleichen V-Ausschnitt. Das Kleid geht auch über den Knöchel. Das zeigen wir euch dann gleich nochmal. Darunter trägt Nina auch den ersten Bikini-Look. Und zwar unser Abigail Bandeau-Top, was ihr irgendwie in Schwarz noch schreiben könnt und in der Farbe Rot. Nina jetzt gerade hinten zum Binden, ganz easy. Und da gibt es dann aber auch nochmal verschiedene Printoptionen. Und darunter hat Nina dann unsere J Bikini Bottom. Und genau, das Schöne bei der Bikini-Hose ist, die geht auch wirklich über den Bauch, die kappert total viel und gibt auch noch mal ein bisschen Halt. Und Nina, magst du schon zurückgehen? Lass ich euch nochmal die Länge zeigen. Genau, also wie ihr seht, das Kleid geht über den Knöchel, fällt total schön. Und ja, klein Nina.
Iggy zeigt euch ein weiteres Highlight aus der Ready-to-Wear-Kollektion. Und zwar ist das Kleid aus dem gleichen Material wie das, was Ella auch gerade euch gezeigt hat, sie mit Beck gesprochen hat. Und es ist nämlich aus einem Modal-Fabric gefertigt. Und ja, das Schöne, also das Besondere an dem Fabric ist, dass es auch komplett nachhaltig ist. Und die Hofmann arbeitet nämlich mit einer Firma in Österreich zusammen, wo die sich auf neue spezielle, alternative und nachhaltige Fabrics spezialisiert haben. Und genau, Modal wird unter anderem aus einer natürlichen Faser hergestellt, die beim Bäumen gefällt werden die Späne aufgesammelt. Und das wird dann in einen eigenen Kreislauf gebracht und wird mit einem zweiten chemischen Anteil dann zu einem neuen Garn kreiert, zu einem neuen Fabrik. Und ja, auch hier seht ihr, was Mara total gerne mag in den Kollektionen, worüber Mecca auch schon mal gesprochen hatte, sind diese grafischen Prints, mit denen sie dann spielt. Und ja, das Kleid ist total elastisch, das schmiegt sich dem Körper perfekt an. Und ich zeige euch nochmal die Länge. Genau, geht bis zur Mitte der Unterschenkel. Und danke Sie. Ina zeigt euch auch einen weiteren absoluten Hingucker aus der Ready-to-Wear-Kollektion. Und zwar es ist auch ein Kleid, was aus Tencel Lachs gefertigt wird. Tencel wird genauso wie Modal hergestellt. Und es hat so einen leichten, vom Fabric her, so einen leichten Crinkle-Finish. Und fangen wir mal oben an. Habt halt total das besondere Kragendetail. Vielleicht können wir noch ein Stück vor mir, dass man das ein bisschen besser erkennt, hoffentlich auf der Kamera. Und zwar ist der Kragen, die ganzen Falten sind super eng gerafft und ganz eng zusammengenäht und dann wird nämlich mit einer Ziernaht wird in so einem gleichen Abstand nochmal drumherum genäht und es gibt so einen ganz besonderen Halt für den Kragen. Deswegen sieht er auch so wunderschön aus und steht auch so gut. Und genau, dann geht es weiter, dass hier auch der Faltenwurf perfekt in den Kragen eingearbeitet wird, der sich dann auch super schön nach unten durchzieht bei dem Kleid. Wir haben am Ärmel ein Knopfdetail, also man kann den auch geschlossen tragen, wenn man möchte, und hat dann hier auch eine super schöne Bündchenverarbeitung oder man kann es natürlich auch hochkrempeln, je nachdem, wie man es gerne mag. Es kommt mit Unterkleid, also keine Sorge. Und dann kann man es natürlich auch gerne mit dem Gürtel tragen. Was auch, also zum Beispiel in den Lookbooks von Mara Hofmann, hat sie stylt auch ganz viele Kleider immer mit Gürtel. Das sind dann meistens so Vintage Pieces, die sie in ihrer eigenen Garderobe findet. Und das gibt dann immer nochmal so einen ganz besonderen Look. Und ja, wir zeigen euch nochmal die Länge. Genau, das Kleid geht nämlich auch super über die Knöchel und kann man dann halt auch die Arme dünner anziehen mit seinen Heels oder auch lässig irgendwo mit seinen Sneakern. Sehr variabel. Danke, Nina. Vicky zeigt euch einen weiteren Look aus der Swim-Kollektion, und zwar den ersten Badeanzug. Und was dazu super zu wissen ist, die alle Badeanzüge und Bikinis werden doppelseitig vernäht bei Mara, was auch nochmal einen richtig guten Halt gibt und man muss sich da irgendwie keine Sorgen machen, dass da was verrutscht. Genau. Generell bei der Swimwear ist auch super schön zu wissen und zu erzählen, dass
sie auch hier darauf achtet, wirklich recycelte Materialien zu verwerten, wie zum Beispiel Müll aus dem Ozean oder irgendwie anderen Plastikmüll, der sich aufgestaut hat auf unserer Welt. Und genau, das verarbeitet sie dann einfach zu so wunderschönen Pieces und ist da auch dann immer ganz findungsreich, was die Struktur von den Teilen angeht. Und genau dazu trägt sie einen Wickelrock aus einer Cotton-Lein-Qualität. Und da habt ihr hier die schönen Details am Raum und den könnt ihr dann halt auch hinten binden. Und wir zeigen euch einmal die Länge. Dann seht ihr auch schon mal den schönen Rückenausschnitt vom Badeanzug. Genau, der ist dann. Ja, danke Vicky. Kleid aus der Kollektion und ja, das ist auch aus dem Tensor Lachs Fabric produziert, hergestellt und designt worden. Und genau, das ist auch wieder so eines dieser exklusiven Fabrics, mit denen Mara Hofmann halt mit der Firma aus Österreich zusammenarbeitet. Und das ganze Fabric hat so einen leichten Schimmer, also einen leichten Glanz bringt es mit und läuft in so einer super filigranen Streifentextur runter. Und wir haben die verdeckte Knopfleiste. Ihr könnt hier mit den Ärmeln spielen, wenn man mag, kann man es auch krempeln. Genau, und was aber ein besonderes Detail bei dem Look ist, dass man das hier vorne aufknöpfen kann. Und dann quasi zwei Looks in einem Teil. Und dann habt ihr sozusagen einen Rock, der mit Gummizug ist, also ist auch ganz viel reinschlüpfen. Und das Hosenteil. Ja, wir zeigen es euch nochmal ganz kurz von hinten, von vorne, weil es gibt nämlich hier noch, das ist so ein total schönes Faltendetail am Rücken. Und dann habt ihr hier noch die abgenähte Naht, damit es auch so ein bisschen so einen Hemdblusen-Charakter sozusagen gibt. Und ja, der macht sich nochmal umdreht. Genau, also generell, was bei Mara eben auch total besonders ist, dass sie wirklich auch bei den Fabrics, also das ist so innovativ, also was ich euch ja schon beschrieben hatte, wie das entwickelt wird und dass sie sich da so bemüht, auch einfach tolle Alternativen zu finden, weil natürlich so ein Fabric wie Seide ist natürlich einfach keine Option für ein Label wie Mara Hofmann, einfach aus der Nachhaltigkeitspolicy. Und genau, ich finde, was man hier auch super merkt, ist so, wie Mac es vorhin ganz schön beschrieben hatte, mit der Inspiration, dass man dieses Zwischending zwischen Reise und Dinner-Schick findet. Und das ist natürlich das absolute Key-Piece. Und dann einfach, wenn man wirklich vom Strand oder von seinem entspannten Tag in der City, wenn man dann zurückkommt und sich dann wirklich nochmal hübsch macht und sich in Schale wirft, dann ist das einfach das perfekte Outfit dafür. Danke, Nina. So, Vicky zeigt euch einen weiteren Look aus der Swim. Und zwar ist das ein Kleid aus Leinen gefertigt vom Fabric her, also auch einfach perfekt für jedes Wetter. Genau, und vor allem halt im Sommer, weil es schön kühlt. Und ja, es ist ein weiteres Wickelkleid, was ganz schön gemacht ist, hier als Detail mit die Ärmel. Ihr habt halt hier auch wieder im Kragen so den Faltenverlauf total schön eingearbeitet und das ist, was Mara Hofmann halt auch gerne mag, bei Kleidern so ein bisschen dramatischere Schultern
Genau, ihr habt hier so einen Bündchenverlauf, das könnt ihr auch easy, also man kann es hoch und runter schieben, wie man mag. Und ja, darunter trägt Vicky auch einen weiteren Badeanzug. Wir zeigen euch hier mal das Schulterdetail, was ganz schön gemacht ist, mit einem relativ tiefen Powerschnitt. Ansonsten covert der auch perfekt den unteren Bereich. Und jetzt zeigen wir euch mal die Länge. Genau, es hört so knapp ja, in der Mitte über dem Knie auf und hat zwei Taschen, was auch immer super ist. Ja, danke. Nina hat auch einen weiteren Cover-Up an, und zwar ist eines dieser super easy Kleider, die es dann immer in den Kollektionen gibt, die man einfach super rüber ziehen kann, sowohl am Strand als aber auch, wenn man mal in der Stadt unterwegs ist. Also es ist total vielseitig einsetzbar. Und ja, ihr habt hier wieder, wie ich gerade schon beim anderen Kleid davon gesprochen habe, den schönen Faltenverlauf eingearbeitet im Kragen. Das zieht sich auch wirklich so durch die Teile durch, dass da so auf Details geachtet wird, Detail. Und ja, es hat auch wieder zwei Taschen. Darauf wird auch nochmal geachtet, weil man kennt es ja, dass man doch immer sehr froh ist, wenn Kleider Taschen haben. Genau, ansonsten ist es auch wieder optional, kann man taillieren mit dem Gürtel, der damit kommt. Darunter hat Nina auch eine Bikini-Zweiteile an, und zwar unser, ja, das sind so zwei Bestseller, und zwar das Abigail-Top. Das ist ein Malot-Top, und das könnt ihr, ja, das gibt es irgendwie in Rot und in Schwarz, aber auch in mehreren Print-Optionen diese Saison. Und dazu hat sie unsere J-Pant an, das ist so die klassische, Badehose von Hofmann, die geht auch schon über den Bauch. Covert immer ziemlich, also sitzt aber perfekt, covert genug, man fühlt sich wohl. Und ja, Makina mag sich aber auch unbedingt, dass man das Rückendetail zeigen kann. Genau, ihr habt hier einen relativ tiefen Ausschnitt bei dem Rückenausschnitt, wo man dann auch nochmal das Bikini-Detail sieht. Und jetzt zeigen wir euch nochmal die Länge. Und dann kann ich ja noch einmal den Gürtel aufmachen. Genau, das geht auch über die Knöchel, hat eine super Länge, und so wäre es dann ohne Gürtel. Danke, Nina. So, wir bleiben bei den Cover-Ups. Und genau, Vicky trägt jetzt eins von den Kleidern, das mehr wie so eine Tunic vom Look her ist. Ihr habt oben so einen ganz klassisch schönen Kragenverlauf, dann habt ihr überschnittene Schultern. Was auch super ist, ihr könnt es gerne, also wenn man mag, kann man es taillieren, oder man kann es halt auch noch ein bisschen lockerer tragen, dann hängt das Band einfach ein bisschen runter. Genau, dann habt ihr zwei Taschen vorne, was auch wieder super ist. Und ja, darunter hat sie auch einen weiteren Badeanzug, den sehen wir aber gleich mal beim anderen Look. Da können wir genau nur ganz nochmal zu den Badeanzügen allgemein, was auch super schön ist, dass alle Drucke digital gemacht werden bei Hofmann. Also dafür wird auch akribisch drauf geachtet, und was auch so ein weiterer USP ist, und natürlich wird da auch einfach kein Wasser verbraucht. Ja, wir zeigen euch mal die Länge von der Tunika. Genau, geht auch über den Knöchel, und was natürlich auch schön ist, sind ja zwei Schlitze für optimale Bewegungsfreiheit. Danke, Vicky. Genau, Nina zeigt uns den Traum in Weiß.
sozusagen in der Kollektion. Und zwar ist es ein Komplett aus einer Bluse und einem super schönen Rock. Ich fange mal beim Rock an. Und zwar habt ihr eine Bündchenverarbeitung, also super easy beim Rein- und Rausschlüpfen. Und dann, was auch hier wieder total mit Liebe zum Detail verarbeitet wurde, sind die Falten und wie diese abgenäht wurden. Und dann habt ihr hier, also wird auch wieder ein bisschen mit der Breite der Falten gespielt. Oben am Bündchen sind sie super eng gelegt und dann werden quasi von Etage zu Etage werden sie weiter aufgefächert. Und dann habt ihr immer Ziernähte, die drüber gesetzt werden. Und es gibt dann auch so eine ganz besondere Ästhetik und Struktur. Und dann quasi zur dritten Etage wurde nochmal die Falten sozusagen ein bisschen höher angesetzt und gucken so einen Zentimeter rüber. Dass das auch nochmal einfach so ein besonderes Highlight ist bei dem Rock. Und dann geht der so knapp bis zur Mitte des Unterschenkels. Die Länge zeigen wir euch zum Schluss. Und vielleicht wieder nach jetzt nochmal die Bluse rausziehen. Das kann man nämlich natürlich auch so tragen, wenn man nicht so gerne die Bluse reinsteckt. Und genau, wieder typisch für Mara sind so diese überschnittenen Schultern und auch das Volumen sozusagen. Also man hat hier wirklich viel Platz und das fällt wunderschön. Dann habt ihr hier auch wunderschöne Knöpfe, die auch alle unterschiedlich sind. Und ja, jetzt zeigen wir euch doch mal den Look nochmal in voller Länge. Genau. So, wie gesagt, darauf geht bis zur Mitte der Unterschenkel. Und ja, danke wieder. Und Vicky zeigt euch hier einen von den Badeanzügen. Das ist auch eine unserer Bestseller-Shape. Und was wir halt besonders an dem Teil, also an dem Badeanzug lieben, ist, dass man es halt auch super im Alltag tragen kann. Also sprich wie ein Body eigentlich. Und wie ihr seht, das funktioniert halt wunderbar, auch mit so einer Statement-Hose, die wieder aus einer guten Hanf gefertigt ist. Und diese Zebra-Struktur beim Badeanzug, das ist auch wirklich, also die Streifen sind so verarbeitet, dass man auch, wenn man drüber fühlt, es gibt eine Struktur. Und dann habt ihr bei der Hose wieder, ihr habt den Faltenwurf, wie schon besprochen. Und ich mag mich einmal hier umdrehen. Ich würde gerne einmal nochmal die Taschen zeigen. Und zwar habt ihr hier die Pasteltasche auch eingearbeitet und hier die aufgesetzte Tasche mit einem Knopf. Auch nochmal so ein kleiner Clou bei dem Teil. Und dann habt ihr, wie gesagt, auch einen total moderaten Rückenausschnitt. Und jetzt zeigen wir nochmal den Look in voller Länge. Genau, also ihr seht, die Hose geht auch wirklich, die ist ziemlich lang, die kann man natürlich auch, wie gesagt, nicht Rock tragen, je nachdem. Und ja, danke Vicky. Vielen Dank, Anna. Das war wieder ganz wunderbar. Ihr seht, wie divers die Kollektion ist, also von eben den ganzen Cover-Ups und der Swimwear bis hin zu dieser Urban-Geschichte und bis hin zu diesen Teilen für den großen Auftritt. Und dabei komplett sustainable und mit gutem Gewissen shopbar. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch die Kollektion noch angucken würdet. Wir haben sie jetzt noch 2 Tage in Berlin. Also wer jetzt noch die Möglichkeit hat, kann sich hier noch unseren wunderschönen Showroom ansehen. Ansonsten sind wir ab Sonntag, den 2. August, in München und eröffnen da unseren Showroom, wo wir uns natürlich auch schon wahnsinnig drauf freuen und uns freuen, wenn ihr alle vorbeikommt. Oder ihr könnt die Kollektion auch online ordern. Dafür schreibt ihr einfach eine E-Mail. Die habt ihr ja hoffentlich alle. Oder guckt auf Instagram oder auf unserer Seite nach. Das war jetzt erstmal die letzte Digital Presentation, Brand Presentation unseres Melanchons Order Festivals. Nummer 1. Die zweite folgt auf jeden Fall, und zwar im August. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback geben könnt. Wenn ihr uns sagt, was ihr gut fandet, was ihr besser machen könnt, was wir an der Technik noch verbessern können, was euch noch was bringen würde.
ja, wir sind da total offen und würden das Format gerne weiterentwickeln. Also freuen wir uns sehr über Feedback. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald und Fragen gibt es wie immer keine. Darüber würden wir uns natürlich total freuen. Und ach so, eine Frage wollte ich euch sowieso noch auf den Weg mitgeben. Passt euch denn die Uhrzeit gut oder ist es, würde es euch am Vormittag besser passen? Wir sind ja noch total flexibel und wenn ihr da Vorschläge habt, gerne her damit zu uns. Bis bald, macht's gut, ciao.